Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Video hier auf My Design and Art. Mein Name ist Miri und heute werden wir mein Juni-Setup erstellen. Als Thema habe ich mir dieses Mal Erdbeeren rausgesucht. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich diese Erdbeeren gemalt habe, bleibt dran. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist mein Bullet Journal fast schon völlig aufgebraucht vom Platz her. Ich habe jetzt tatsächlich ein Jahr reinbekommen. Von Juli bis Juni. Heißt, das wird jetzt mein letzter Monat in diesem Notebook. Fangen wir an. Ich habe wie immer schon mal angefangen vorzuskizzieren. Und zwar da an der Seite, ja, wie so eine Erdbeerranke runter. Die werden wir jetzt anmalen mit meinen White Nights Wasserfarben. Und ich verwende Meadow Lake Red Light mit etwas Cadmium Red Light und dann eine Mischung aus Cadmium Red Light und Cadmium Orange, damit es so ein orangigeres Rot wird. Und meine Grüntöne Green mit Yellow Green. Und da variiere ich später dann auch mit, je nachdem, heller oder dunkleren Ton. Das Grün habe ich auch etwas gemutet mit ein kleines bisschen Rot. Ich benutze diesen Synthetikpinsel, weil ich finde, der funktioniert auf diesem Papier fast am besten. Und der speichert auch nicht ganz so viel Wasser, was bei dem Papier ja ein bisschen kritisch ist, weil es halt kein Wasserfarbenpapier ist. Aber mein letztes Bullet Journal war aus Bambuspapier und es ist viel besser mit Wasser zurechtgekommen als dieses hier. Ich habe dann versucht, so wenig Wasser wie möglich zu verwenden, aber trotzdem noch genug, um die Farben miteinander verblenden zu können. Was echt eine Herausforderung war. Ich habe dann auch jedes Mal gecheckt, ob das schon zu viel Wasser war für die nächste Seite, dass es durchblutet, aber es hat dann noch funktioniert. Ich habe mit leichten Schichten, mit leichten hellen Schichten angefangen, habe dann gewartet, bis die quasi jedes Mal getrocknet sind und bin dann Schicht für Schicht nochmal rein und habe die Farbe intensiviert. Ich habe die Farben etwas variiert bei den Erdbeeren. Den Anfang und das Ende, da habe ich ein bisschen Grün mit reingemischt, teilweise. Und die Seiten dunkler gemacht, damit es natürlich auch wie so eine runde Form bekommt und nicht ganz so flach aussieht. Das gleiche habe ich auch für die Erdbeerblätter gemacht. Ich habe erst mit einer hellen Schicht angefangen und bin dann Schicht für Schicht dunkler geworden und habe Akzente gesetzt. Ich habe die dunkle Farbe an der Seite angesetzt und habe es dann einfach nach innen rein verblendet.
Übrigens, falls dir dieses Video bisher gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und falls du mir hier auf YouTube noch nicht folgst, abonniere gern meinen Kanal, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und dann musste die Schicht erstmal trocknen und währenddessen habe ich Juni geschrieben. Zuerst wollte ich das eigentlich in Rot schreiben, dachte dann aber, da fehlt der Kontrast, wenn ich das in Rot schreibe, und habe mich dann für Gelb entschieden. Und zwar ist das eine Mischung aus Cadmium Yellow Medium und Cadmium Yellow. Dann habe ich angefangen, diese Punkte reinzumalen mit Rot. Da kommen dann nachher die Erdbeersamen drauf. Die Erdbeersamen habe ich mit diesem goldenen Metallic-Stift gemalt. Mit dem Princeton Art Pinsel in der Größe 1 haben die Samen dann noch einen Schatten bekommen. Und bin dann aber auch nochmal komplett über die Erdbeeren drüber gegangen und habe die Farben intensiviert. Mit dem Pinsel habe ich dann auch Details auf den Blättern gemalt. Und dann habe ich meinen Erdbeerenschatten verpasst. Und zwar mit einem gemuteten Rot. Da habe ich etwas Grün mit reingemischt und noch etwas Sepia verwendet. Den Grünton habe ich mit etwas Rot gemutet und habe das dann als Schatten verwendet. Mit meinem Jelly Roll Stift in der Größe 10 habe ich anschließend noch Highlights gemalt. Und weil das die ersten Erdbeeren sind, die ich bisher gemalt habe, habe ich natürlich währenddessen auch immer mal wieder noch so ein bisschen ausprobiert auf Wasserfarbenpapier und auf meinem iPad. Und nachdem ich das dann auf dem iPad gemalt habe, dachte ich, eigentlich könnte ich das doch auch komplett voll machen und ausdrucken. Dann muss ich auf den nächsten Seiten nicht nochmal Erdbeeren malen, weil das ja schon sehr zeitintensiv ist und ja, das Papier das halt auch einfach nicht aushält. Und deswegen hier ein kleiner Auszug, wie der Prozess quasi vonstatten gegangen ist. Ich habe quasi meine Skizze abfotografiert und die dann quasi auch als Skizze für mein iPad verwendet, um etwas Zeit zu sparen. Eigentlich wollte ich ja nur die Farben ausprobieren, aber ja, daraus ist dann dieses wunderschöne Sticker-Set geworden. Für mein Setup wollte ich dann auch noch dieses Kraftpapier verwenden, weil ich dachte, das passt eigentlich ganz gut dazu. Das habe ich dann auch verwendet, um einen Mini-Kalender zu erstellen. Die Wochentage habe ich mit einem roten Pigma Micron geschrieben und die Nummern mit meinem Pigma Micron in der Größe 0,05. Als nächstes war meine Quote-Page dran. Und da wollte ich dieses Kraftpapier verwenden, sowie diese 2 Farben, die ich da auf meinem Stickerpapier, Stickerpapier ist ja nicht, aber in meinem Sticker-Set mit drauf hatte.
Habe das Ganze eingeklebt. Und nur mit dem Kraftpapier fand ich es dann doch ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich dann noch dieses Skriptpapier benutzt und das als Hintergrund eingeklebt. Und auf diesem kleinen Kraftpapier kommt dann mein Spruch. Ich habe Linien dafür eingezeichnet, dann mit einem Bleistift meine Wörter skizziert. Ich wollte wieder einen Mix haben aus Lettering und gestempelten Wörtern. Dafür habe ich mein Alphabet-Set rausgeholt und die Wörter Smiles und Vibes gestempelt. Mit dem Stempelset bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil die Buchstaben verschiedene Größen haben. Aber so hin und wieder sieht es doch ganz cool aus, wenn sie, ja, diese verschiedenen Größen haben. Die Wörter Strawberry und Happy habe ich mit Acrylstiften geschrieben, in Rot und Gelb. Ich verlinke euch meine benutzten Stifte und Produkte wie immer in der Infobox. Also schaut da vorbei, wenn euch interessiert, was ich so verwende. Mit diesem Pit Artist Pen in der Farbe Ivory habe ich die Wochentage dann noch markiert. Ich liebe ja dieses Set, das hat ein paar richtig schöne helle Farben, die für sowas natürlich perfekt sind. Habe das Ganze eingeklebt. Und dann fand ich, dass Juni noch ein bisschen langweilig aussieht und habe dem Ganzen noch einen Schatten verpasst. Weil ich ja auch sonst immer gerne Dutch Doors habe für die ersten Seiten, wollte ich hier auch ja, die Seiten ein bisschen ausschneiden und dazu habe ich dann diesen Skalpellstift verwendet. Den finde ich super. Nur leider ist das Plastik nicht ganz so stabil, das heißt vorne durchs Drücken ist das Plastik dann auch schon weggesprungen, kaputt gegangen, wie auch immer. Aber so sieht es mega süß aus. Und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Seite.
meine Kalenderseite. Wie ihr sehen könnt, hat es hier ein klein wenig durchgeblutet, aber es geht noch. Für den Kalender verwende ich wieder dieses Kraftpapier und schneide das natürlich erstmal aus. Und klebe es ein. Aus diesem roten Streifen, den ich auch mit ausgedruckt habe, habe ich dann 5 mm breite Streifen ausgeschnitten, wo ich dann Montag bis Sonntag reinschreibe. Mit meinem Pigmentliner in der Größe 01 oder 03, ich weiß gerade gar nicht, habe ich die Anfangsbuchstaben für Montag bis Sonntag geschrieben. Juni habe ich hier mit dem gelben Acrylmarker geschrieben, weil es eigentlich die blitzegleiche Farbe war wie meine Wasserfarben von der ersten Seite. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich noch 2 Tage vergessen habe. Das habe ich natürlich gleich mal korrigiert. Auch diese Seite bekommt eine Dutch Door. Und dafür habe ich dann ein bisschen von diesem Kraftpapier auf der nächsten Seite eingeklebt. Und um das Ganze zu fixieren, kamen jetzt meine Erdbeersticker zum Einsatz. Und ja, ich habe leider kein Cricut und deswegen durfte ich die von Hand ausschneiden mit meiner Schere. Ging tatsächlich echt gut, hätte ich nicht gedacht. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Seite, welche meine Content Planner und Habit Tracker Seite wird.
Für meine Habit Tracker habe ich solche Boxen erstellt. Wieder mit dem Skriptpapier, Kraftpapier und dem Rot. Habe die Ecken abgerundet. Und dann war es Zeit für den Health Tracker sowie den Content Planer. Ich habe dieses Mal das Design vom Health Tracker auch für meinen Content Planer verwendet, weil ich im Juni ein größeres Projekt habe und ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen mehr Platz zum Planen. Ich habe ja schon in einem älteren Video, glaube ich, erwähnt, dass wir uns einen Wohnwagen gekauft haben, weil wir ja auch einen Hund haben und dann ist es einfach einfacher, mal mit Hund in Urlaub fahren zu können, weil man ja nicht überall mit Hund in die Hotels darf. Und ja, es ist schon ein älteres Modell und deswegen werden wir das Ganze renovieren. Und das fange ich im Juni quasi an. Habe auch schon überlegt, ob ich dazu dann ein Video mache. Muss ich mal überlegen. Wie seht ihr das? Wäre das was für euch? Würdet ihr euch dafür interessieren, wie wir unseren Wohnwagen renovieren? Falls ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich echt interessieren. Die Titel habe ich diesmal mit Rot gemalt und mit diesem Pinsel, der zum Lettering echt nicht so gut geeignet ist. Also für mich zumindest nicht. Ich finde, das Ganze sieht etwas semi-professionell aus, um es mal nett zu formulieren. Aber ja, ist ja trotzdem ganz süß. Und ich finde tatsächlich auch, dass im Bullet Journal nicht alles perfekt sein muss oder perfekt aussehen muss. Für mich ist das Ganze ja auch so eine Art Journal und da probiere ich einfach auch gern Sachen aus. Und wenn man Sachen ausprobiert, ist das Ergebnis seltenst perfekt. Von dem her völlig in Ordnung. Dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Seite, welche mein Wochenplaner sein wird. Aber ich habe dann auch Schluss gemacht für den Tag und bin schlafen gegangen. Ist quasi schon der nächste Tag. Ich habe mir einen frischen Kaffee gemacht und starte voller Energie mit dem Wochenplaner. Dafür schneide ich die nächsten 2 Seiten erstmal zurecht. Ich mag es ja, wenn mein Wochenplaner quasi ein Buch im Buch ist. Zum einen finde ich den Look ganz süß und zum anderen ist es dann doch auch geschickt, dann muss man nicht ganz so viel dekorieren. Ich habe rote Streifen wieder ausgeschnitten
für die Wochen, für die Tagesboxen. Habe das Ganze mit meinem Tombow N89 umrandet. Habe Montag bis Sonntag mit dem Pigmentliner in der Größe 0,05 und mit dem roten Pigmentliner die Zahlen geschrieben. Mit meinem Tombow habe ich dann nochmal die Box ein bisschen verschönert. Das gleiche habe ich für die letzte Woche im Monat sowie meine Einkaufsliste gemacht. Wie ihr sehen könnt, ist mir der rote Streifen dann irgendwann ausgegangen und deswegen habe ich dann hier das Kraftpapier verwendet für die Überschriften. Aber ich finde es eigentlich ganz süß, dass es ein bisschen anders aussieht. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Verzieren von dieser Seite oder von diesen Seiten. Und dafür habe ich natürlich wieder meine Erdbeeren rausgepackt und ausgeschnitten und klebe die dann hier ein. Übrigens, wie findet ihr meine Erdbeeren? Meine selbstgemachten Sticker? Hättet ihr sowas auch gern? Wäre das was zum Verkaufen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe auf der linken Seite dann noch so eine kleine Box gemacht, wo ich nochmal Platz hatte für einen Mini-Kalender. Und auf der rechten Seite habe ich dann mit dem Acrylstift nochmal Juni geschrieben. Ich habe meine Tabs versehen mit Kraftpapier und den zweiten mit Gelb angemalt. Ja, und das war's dann auch schon von meinem Setup für den Monat Juni. Lasst uns nochmal durchblättern, was wir jetzt erschaffen haben. Und ich finde es richtig, richtig süß. Ich liebe ja dieses Erdbeerthema für den Juni. Für mich passt Juni und Erdbeeren einfach so gut zusammen. Ich habe selbst im Juni Geburtstag und habe früher und eigentlich auch jetzt immer noch jedes Jahr einen Erdbeerkuchen zum Geburtstag bekommen. Von dem her, Juni und Erdbeeren gehen Hand in Hand. Wie findet ihr das Setup? Was sagt ihr zum Design? Gefällt's euch? Was ist euer Thema für diesen Monat? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und damit wären wir auch schon am Ende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, euch in meinem nächsten Video wiederzusehen. Ciao!